if we look again at the relation between the ground and ignorance. Wir werden jetzt wieder die Beziehung zwischen dem Grund oder der Basis und der Unwissenheit, Ignoranz anschauen. The ground is infinite. Der Grund, die Basis ist unendlich. Means limitless. Mit anderen Worten grenzenlos. With no beginning, no end, no top, no bottom. Ohne einen Anfang, ohne ein Ende, ohne unten oder oben. And this ground is not different from our own mind. Dieser Grund, diese Basis ist nicht verschieden von unserem eigenen Geist. But the ground as ground is free of any Buddhism at all. Der Grund als solche ist auch vollkommen frei von allem, was man als Buddhismus bezeichnen könnte. It doesn't belong to the Buddhas. Sie gehört nicht den Buddhas. It's just what is, the given. Es ist einfach das Gegebene, das was ist. Now when we have the first level of ignorance, it's called co-emergent ignorance. Wenn sich dann also diese erste Ebene der Ignoranz ereignet, die sogenannte koemergente Ignoranz, die gleichzeitig entspringende Ignoranz, the openness, the infinite, and the finite are there together. dann sind die Offenheit, also das Unendliche und das Begrenzte, das Endliche gemeinsam zusammen dort. Because the infinite has no limit, the finite is always within the infinite. Da das Unendliche keine Grenze hat, befindet sich das Endliche immer innerhalb dieses Unendlichen. The finite doesn't displace the infinite. Es ist nicht so, dass das Endliche das Unendliche verdrängt, verschiebt. So again, it's not like stepping into the bath and displacing the water so it splashes over. Das ist also keineswegs so, wie wenn man in ein Bad einsteigt und Wasser verdrängt, das dann überfließt und Dinge nass macht. The mass of our body displaces the water because the body and the water can't be there at the same time. Die Masse unseres Körpers verdrängt das Wasser, denn der Körper und das Wasser können nicht zugleich am selben Platz sein. This is the nature of duality. Das ist die Natur der Dualität. That if this is here, then that must be somewhere else. Dass wenn dieses hier ist, das andere woanders sein muss. But when we look in the sky, the openness of the sky allows the cloud to fill the whole area. Wenn wir aber den Himmel anschauen, dann erlaubt die Offenheit des Himmels den Wolken die ganze Gegend hier aufzufüllen. The cloud is in the sky, and you can say the sky is in the cloud. Die Wolke ist im Himmel, aber man könnte genauso gut sagen, dass der Himmel in der Wolke ist. The rainbow is in the sky, and the sky is in the rainbow. Der Regenbogen ist am Himmel, aber auch der Himmel ist im Regenbogen. The rainbow is pervaded by the sky. Der Regenbogen wird durchdrungen durch den Himmel. It's not fundamentally other than the sky. Er ist nicht fundamental etwas anderes als der Himmel. Because the sky is not a thing. Denn der Himmel ist nicht ein Ding. It's not this in relation to that. Er ist nicht das in Beziehung zu dem. So when the thought arises in the mind, Wenn also ein Gedanke im Geiste entsteht, the mind is open and without self-substance, der Geist selbst ist offen und ohne Eigensubstanz, but the thought is also without self-substance. aber auch der Gedanke besitzt keine Eigensubstanz. You can't catch a thought. Wir können keinen Gedanken ergreifen. The thought is impactful. Der Gedanke kann Wirkung zeigen. It's like the wind. It makes the leaves in the trees move. Wie der Wind, der die Blätter an den Bäumen in Bewegung versetzt. But if you try to put the wind in a box, you don't have wind. Wenn wir aber versuchen, den Wind in eine Box einzufangen, haben wir keinen Wind. So, the finite thought, the finite feeling, the finite sensation, memory and so on, Diese endlichen, begrenzten Gedanken, Empfindungen, Gefühle, Wahrnehmungen und so weiter are co-emergent with the space. sind koemergent, sind gleichzeitig entspringend mit dem Raum. Nicht
within that space, und eingenestet in diesem Raum. not as something foreign or different from it, Nicht als etwas Fremdes oder Verschiedenes von ihm. So, ignorance in that moment is seeing the appearance, the arising, as something other than space. Unwissenheit, Ignoranz aber sieht in diesem Augenblick dann dieses Erstehende als etwas anderes als den Raum. And it's the beginning of mental elaboration, Und das ist der Startpunkt für mentale Ausarbeitungen, of interpretation. Interpretationen. So, to use a familiar example, when you look in the mirror, Um ein sehr vertrautes Beispiel zu benutzen, wenn man in einen Spiegel schaut, our ordinary sense is, I see myself. ist unser gewöhnliches Empfinden, ich sehe mich selbst. Of course, what we see is a reflection. Was wir aber sehen, ist eine Spiegelung. The reflection is in the mirror. Und die Spiegelung befindet sich im Spiegel. You can't take it out of the Wir mirror. können sie aus dem Spiegel auch nicht herausnehmen. It's not something apart from the mirror, Es ist nicht etwas, was von dem Spiegel verschieden wäre, entfernt wäre. though it's not exactly the same as the mirror, Sie ist aber auch nicht das gleiche wie der Spiegel. because the mirror is the empty spaciousness which shows the reflection. Denn der Spiegel ist die leere Raumhaftigkeit, die die Spiegelung zeigen kann. But when I look in the mirror and think that's me, Wenn ich aber in den Spiegel schaue und denke, das bin ich, that's an interpretation dann ist das eine Interpretation, which, in its fixation on, oh, what's that in my eye, welche in dieser Fixierung an irgendein Detail, vielleicht an meinem Auge, is completely ignoring of the mirror as mirror, den Spiegel als solchen vollständig ignoriert. because I'm trying to see what's in my eye. Wenn ich versuche zu sehen, was in meinem Auge ist. And so my face and my eye is the figure, Und so ist mein Gesicht, mein Auge, die Figur, which due to my anxious attention is decontextualized. die aufgrund meiner ängstlichen Beachtung sozusagen ihrem Kontext entrissen wird. And also not seeing what is there, Und auch ein Nichtsehen, was da ist, darstellt. but is taking what is there and my arising, developing interpretation into a fusion. Sondern das, was zu sein scheint und meine daraus entstehende Interpretation miteinander verschmelzen lässt. And you can try this when we have the break at lunchtime. Look in the mirror. Ihr könnt das ausprobieren, wenn wir eine Mittagspause machen. Schaut einfach mal in den Spiegel. What do you see? Was siehst du? Myself. Mich selbst. This is not true. Und das ist nicht wahr. You see shape and color, Was du siehst, ist eine Form und eine Farbe, which you interpret as being yourself. die du als dich selbst interpretierst. You are formulating that pattern of shape and color as being a representation of yourself. Du formulierst diese Musterbildung von Form und Farbe als eine Darstellung von dir. This is the production of your own mental energy. Und das ist nichts als das Produkt deiner eigenen mentalen Energie. Small babies don't recognize themselves in the mirror. Kleine Babys erkennen sich selbst nicht im Spiegel. But around 18 months, infants start to be able to see themselves. Etwa um die 18 Monate herum beginnen kleine Kinder sich selbst zu sehen im Spiegel. And if you follow the line of Jacques Lacan, the French analyst, Wenn man den Gedanken von Jacques Lacan, dem Analytiker aus Frankreich, folgt, this is a very critical moment in child development. ist das eine sehr kritische oder ein kritischer Augenblick in der Kinderentwicklung. Because the child now sees themselves as an image. Denn jetzt sieht das Kind sich selbst als ein Bild. And this image has a particular clarity of shape. Und dieses Bild hat eine gewisse Klarheit von Form. I mean, maybe you try just sitting now with your eyes closed Vielleicht versucht jetzt mal einen Augenblick mit geschlossenen Augen zu sitzen and try to get a sense of the shape of your head and your face. und versucht ein Empfinden für die Form eures Kopfes und eures Gesichts zu bekommen.
it's a little bit unformed and spacey. Es ist ein bisschen ungeformt und raumhaft. But then if you look in the mirror, you think, oh, that's me. Wenn wir dann aber in den Spiegel schauen, dann denken wir, ah, das bin ich. So the reflection in the mirror gives you the image of yourself as something clearly defined. Und so gibt die Spiegelung im Spiegel die Information von uns, ein Bild von uns, das definiert zu sein scheint. One of the fantasies many of us carry is that everybody else is sorted. It's only me that's all over the place. Eine der Fantasien, die wir in uns tragen, ist, dass alle anderen ihre Tassen im Schrank haben und nur wir selber irgendwie durcheinander sind. And partly that's perceptual. Und das ist eine Wahrnehmungsfrage. Because when I look at you, you are very clearly defined. Denn wenn ich dich anschaue, dann bist du klar definiert, sehr klar definiert. But my experience of myself is not primarily through my eyes, it's through proprioception. Aber die Erfahrung meiner selbst ist nicht die durch meine Augen, sondern durch eine, was ist Selbstwahrnehmung. Selbstwahrnehmung. So I have this internal sense of the shaping of myself through muscular tension, movement of the breath, constrictions and so on. Sodass ich eine interne Formung meiner selbst erfahre durch die Muster meiner muskulären Spannung, durch meine Atemform und so weiter. And this is dynamic, this is changing moment by moment. Und das ist etwas Dynamisches, das sich von Augenblick zu Augenblick verändert. Whereas when I look at you, you see, oh, that's you. Und wenn ich dich aber anschaue, dann kann ich klar sehen, aha, das bist du. So I'm a bit hazy, but you are you. Das heißt, ich bin ein bisschen nebelig, aber du bist du. But then I look in the mirror. Und wenn ich aber in den Spiegel schaue, Like Cinderella, I can go to the ball. dann sehe ich mich wie Aschenputtel. Ich kann nicht auf den Ball gehen. Because now I exist. I am this. Denn jetzt existiere ich, jetzt bin ich da. And so, from the Buddhist point of view, there is a double move in that. Und vom buddhistischen Standpunkt her gibt es hier eine doppelte Bewegung. There is a clarity, Es gibt hier eine Klarheit, which is performatively helpful, die sozusagen in performativer Sicht hilfreich sein kann. can give us more sense of our shape and line, as if you were in a ballet school with a wall of mirrors. Es kann also mehr Empfinden für unsere Form und Linie geben, so wie wenn man in einer Ballettschule eben mit dieser Spiegelwand arbeiten würde. But the seeming definiteness of that shape can lead easily to a sense of essence and substance. Aber die scheinbare Bestimmtheit dieser Form kann auch zu einem Empfinden von Essenz und Substanz führen. This is me. Das bin ich. That is to say, the representation or the image of myself confirms myself as other than I feel myself to be. Dann wurden die Repräsentation, die Darstellung, das Bild von mir selbst bestätigt mich selbst als anders, als wie ich mich eigentlich wahrnehme. And so, the image that I develop of myself Sodass das Bild, das ich von mir selber entwickle, because it has more simplicity than the actual phenomenological showing of my becoming moment by moment, weil es einfacher ist als meine tatsächliche phänomenologische Entfaltung in diesem Werden von Augenblick zu Augenblick, is grasped at as being who I am. wird jetzt als ein Bild dafür gegriffen, wer ich bin. So I am an idea. Also bin ich eine Idee. I am my idea of who I am. Ich bin die Idee von dem, wer ich bin. And because of that, I can tell you who I am. Und deswegen kann ich dir sagen, wer ich bin. I was born in Scotland. Ich wurde in Schottland geboren. I haven't lived in Scotland for a long time, Jetzt habe ich lange schon nicht mehr in Schottland gelebt. so it's kind of irrelevant in my daily life. Das heißt, diese Tatsache ist meinem Alltag irrelevant. But I can take it and place it as a kind of building block. Aber ich kann sie trotzdem nehmen und als eine Art Baustein platzieren. And by telling my story in a sequential way, I build up a picture which you can relate to, because you also can build up the picture of your own self on the basis of moments of your history. Indem ich diese Bausteine verwende und ein Bild von mir aufbaue,
werde ich zu jemandem, zu dem ihr eine Beziehung aufnehmen könnt, weil ihr selbst natürlich auch solche Bausteine aus eurem sequenziell abgelaufenen Leben hernehmen könnt und eine Geschichte aufbauen könnt. Each of these seeming facts that I tell about myself Jede von diesen scheinbaren Tatsachen, die ich über mich selbst erzählen kann, doesn't have much meaning on its own. hat keine besondere Bedeutung an sich. So it gets linked together into a web of narrative, Aber sie werden dann zusammen verknüpft in ein Netz von Erzählungen, the semiotic web, which weaves on and on and on, providing ever new links and interpretations. ein semiotisches Netz, das sozusagen sich weiter und weiter spinnt und immer mehr Bedeutung und Interpretationen bereitstellt. As I talk myself into existence Während ich mich selbst in die Existenz spreche and think myself into existence und in die Existenz denke and feel myself into existence. und auch in meine Existenz hineinfühle. Because of course we have many, many feelings Wir haben viele, viele Gefühle, which don't quite break the surface. die nicht wirklich die Oberfläche durchbrechen. Kind of subterranean feelings moving through us. Gewissermaßen so Untergrundgefühle, die durch uns hindurch fließen. But once we articulate a feeling, Aber wenn wir ein Gefühl artikulieren, someone else can hear that kann jemand anders das hören and respond und darauf reagieren and provide either confirmation or contradiction. und eine Bestätigung oder einen Widerspruch bereitstellen. And this seems to give a kind of solidity or facticity to this nebulous arising, which may well have vanished since I talked about it. Und das stellt bereit eine gewisse Solidität, eine Festigkeit und Tatsächlichkeit für die Erscheinungen, die sehr wohl schon auch längst verschwunden sein können, seitdem ich über sie geredet habe. So then we can start to see, oh, my life is made out of moments. Und dann können wir anfangen zu sehen, mein Leben ist aus Augenblicken hergestellt. These are moments which are finite in terms of duration and of extension. Und das sind Augenblicke, die sowohl in Bezug auf Dauer als auch auf Ausdehnung begrenzt sind. You're sitting in a room, maybe at work, and that room is your world for while you're there. Wir sitzen vielleicht im Zimmer, während wir arbeiten, und dieses Zimmer ist unsere Welt, während wir dort sind. And you get up and you go out and there's a whole world there. Dann stehen wir auf, gehen raus und stellen fest, oh, da ist eine ganze Welt da. But while you were focused on the activity or the computer or whatever, that was your world. Aber während wir auf die Aktivität oder den Computer konzentriert waren, war das unsere Welt. So we have moments which are vast and moments which are very, very small and particular. Wir haben also Momente, die sehr, sehr weit sind und andere Momente, die sehr, sehr klein und begrenzt sind. We might, sorry. Besonders sind. We might think, oh, I've been sitting at this bloody computer all day. Ich könnte vielleicht sagen, ich bin an diesem blöden Computer den ganzen Tag rumgesessen, This is not true. aber es ist nicht wahr. This is a narrative. Das ist eine Erzählung. Because in the course of these 8 hours or whatever, many, many things have happened. Denn in diesem Verlauf von 8 Stunden oder was immer es war, sind viele Dinge passiert. Sometimes you were focused, sometimes you were more distracted, Manchmal waren wir mehr fokussiert, manchmal mehr abgelenkt, sometimes interested, sometimes not so interested. manchmal interessiert, dann wieder auch nicht interessiert. Body is moving around. Körper bewegt sich. Each of these moments was its own unique specificity. Jedes dieser Augenblicke hatte seine eigene, einmalige Spezifizität. They were like finite bubbles coming up in a glass of champagne. Sie waren wie diese begrenzten, beschränkten Bläschen, die in einem Glas von Champagner hochsteigen. The bubble bursts at the surface and the champagne element goes back in the champagne and the gas goes free. Die Blase platzt an der Oberfläche. Das, was an der Blase Champagner war, geht zurück zu dem Element des Champagnerseins und das Gas wird frei. These moments are very difficult to grasp. Und diese Augenblicke sind sehr schwer zu greifen. In fact, they are ungraspable. In der Tat, sie sind ungreifbar. What we grasp is the sloughed off skin of the snake. Was wir da greifen, ist sozusagen die abgeworfene Schlangenhaut.
We grasp the shadow, the echo, Wir greifen den Schatten oder das Echo and take it to be the real thing. und halten es für das wahre Ding. Just like the child taking their reflection in the mirror to be me. So wie das Kind, das eben seine eigene Spiegelung im Spiegel für sich selbst hält. What's difficult for us is to stay open to the effervescent moment. Was für uns schwierig ist, diesem flüchtigen Moment gegenüber offen zu bleiben. Because we can't apprehend it. Wir können uns diesen Moment nicht aneignen. You can be with it, Man kann mit dem Moment sein be as it, oder als diesen Moment sein but it's always going. und stets ist es am Verschwinden. So, in this first level of ignorance, when the first ego formation is arising, Auf dieser ersten Ebene der Ignoranz, als die erste Ego-Formation entsteht, is a kind of vibration which seems to be other than the field in which it's arising. gibt es da eine Art Vibration, die als etwas anderes zu sein scheint als das Feld, in dem sie entsteht. This thought leads to another thought, to another thought. Und dann führt dieser Gedanke zum nächsten, zum nächsten. And the alignment of these thoughts creates the patterns which we then apprehend through our concepts. Und die Ausrichtung dieser Gedanken, die erschafft Muster, die wir dann uns als Konzepte aneignen oder wahrnehmen. So, say for example, we had a pool of water here. Angenommen, wir hätten hier einen Wasserbehälter. I could write some letters of the alphabet in the water. Ich könnte auf diesem Wasser mit dem Finger ein paar Buchstaben des Alphabets schreiben. They are vanishing even as I'm writing them. Und sie verschwinden noch, während ich sie schreibe. But if you get the idea, oh, that's a D. Aber wenn man die Idee kriegt, oh, das war ein D, Now you hang on to the idea, oh, it's a D. dann haben wir jetzt die Idee und hängen dran, dass es ein D war. But there's no D there. Aber es gibt kein The D. D has already gone. Das D ist schon verschwunden. You got the shadow. Was wir bekommen haben, ist ein Schatten. But it's a shadow that feels quite strong. Es ist ein Schatten, der sich stark anfühlt. And this is what our thought production creates. Und das ist das, was unsere Gedankenproduktion erschafft. That the simulacrum appears to be more real than what is because of its seeming graspability. Dass die Stellvertretung, dass die Darstellung als realer erscheint als das, was da ist, aufgrund dieser scheinbaren Greifbarkeit. So if I say, I live in London, Wenn ich also sage, ich lebe in London, in a sense I'm offering you something you can grasp. in einer gewissen Weise biete ich hier etwas an, was ihr ergreifen könnt. You have a sense, oh yeah, London is in England, Wir haben dann die ganze Idee, London ist in England, it's a city, many people live there. eine Stadt, viele Leute leben da. Now we know James also lives there. Jetzt wissen wir also auch, James lebt dort. But I live in London is kind of meaningless. Aber diese Aussage, ich lebe in London, ist in gewisser Weise bedeutungslos. London is very big. London ist riesig. If you arrive in London and you say, where is James? Wenn ihr in London ankommt und fragt, wo ist James? So, I live in a flat, in a street, in one part of London. Ich lebe in einem Apartment, in einer Straße, in einem Teil von London. And that's my London. Das ist mein London. But I live in London doesn't speak of that. Aber wenn ich sage, ich lebe in London, das sagt das nicht aus. And even the flat that I live in, it's quite an old house, so people have lived in it before. Selbst die Wohnung, in der ich lebe, befindet sich in einem alten Haus und es haben schon andere Leute in diesem Haus gewohnt. I'm only there because I pay the rent. Ich bin nur da, weil ich auch die Miete bezahle. So I live in that flat because I pay the rent.
Ich lebe in diesem Apartment, also weil ich die Miete bezahlt habe. If I say I live in that flat, full stop, Wenn ich sage, ich lebe in diesem Apartment und dann Punkt, it gives a sense of something self-existing. dann gibt es das ein Empfinden von etwas aus sich selbst Bestehendes. But if I say I live in that flat, comma, because I pay the rent, Wenn ich aber sage, ich lebe in diesem Apartment, weil, ich die Miete bezahle, if I stop paying the rent, the landlord comes and says, Mr. No, time to go. wenn ich aufhöre, die Miete zu zahlen, kommt der Hausbesitzer und sagt, Mr. Lowe, es ist Zeit zu gehen. So, due to causes and conditions, I live in that flat. Aufgrund von Ursachen und Bedingungen lebe ich in diesem Apartment. Due to causes and conditions, I live in London. Aufgrund von Ursachen und Bedingungen lebe ich in London. When I first moved to London, I had no intention to stay for a long time. Als ich nach London zuerst kam, hatte ich absolut keine Absicht, da länger zu bleiben. Now, more than 30 years later, I'm still there. Jetzt, mehr als 30 Jahre später, bin ich immer noch dort. Still not very sure why I'm there. Immer noch nicht sehr sicher, warum ich eigentlich dort bin. So, maybe that gives you the sense of these constructions that we make that explain our lives or give a shape to our existence, they are truly like shadows. Vielleicht gibt es uns ein Gefühl, dass diese Konstrukte, die wir herstellen, die sozusagen unser Leben erklären sollen, im Grunde genommen sich wirklich wie Schatten verhalten. In Buddhist texts it often says that our world, our life is like a dream. In buddhistischen Texten lesen wir oft, dass unsere Welt, unser Leben sich wie ein Traum ist. We are here, moment by moment, life is happening. Wir sind hier, Augenblick für Augenblick, das Leben geschieht, But you can't really catch it. aber wir können es nicht ergreifen. Its truth is participative. Die Wahrheit ist partizipativ, teilnahmebedingt. And the paradox is you can only really participate in life if your hands are open and empty each moment. Und das Paradoxe ist, dass wir wahrhaft an dem Leben teilnehmen können, nur wenn unsere Hände offen und leer sind. Because each moment has its gift for you. Denn jeder Augenblick hat sein Geschenk für uns. But if you are preoccupied, if you are caught up in what happened in the last moment, you don't get this moment. Wenn wir aber beschäftigt sind mit der Frage, was im letzten Moment passiert ist, kriegen wir diesen Moment nicht mit. And we are all familiar with this. Und wir sind alle damit vertraut. You go for a walk Wir gehen spazieren, and you're caught up thinking about something. wir sind befangen in Gedanken über etwas, You don't see the trees, wir sehen die Bäume nicht, you don't see the other people. wir sehen die anderen Leute nicht. You've been walking in a mental labyrinth. Wir sind eigentlich in einem mentalen Labyrinth gelaufen. Where were you? Wo warst du? In your mind? In deinem Geist? Where is that? Wo ist das? Nowhere. Maybe you're sorting out some kind of problem. Vielleicht versuchen wir ein Problem zu lösen. Thought after thought after thought after thought. Gedanke nach dem Gedanken nach dem Gedanken. At the end of which you get a clear idea. Und am Ende kriegen wir eine klare Idee. And then you're going to apply this clear idea. Und dann gehen wir los und versuchen diese klare Idee anzuwenden. But you'd formulated your clear plan on the basis of how things were before you started planning. Aber wir haben unseren klaren Plan auf der Basis der Dinge, wie sie vor dem Planen waren, formuliert. And now you have your clear plan, you have to apply it after the moment of planning. Und jetzt, wo wir unseren klaren Plan haben, müssen wir ihn, nachdem wir geplant haben, anwenden. But as the beastly Buddha said, everything is impermanent. Aber wie diese Biest von Buddha sagte, ist alles unbeständig. So the world is not the way it was when I was making my plan. Das heißt, die Welt ist schon nicht mehr so, wie sie war, als ich meine Pläne gemacht habe. This is how our life proceeds. Und das ist die Art und Weise, wie unser Leben sich weiterentwickelt. Trying to get definition, predictability, security. Der Versuch, eine Definition, eine Vorhersagbarkeit, irgendeine Sicherheit zu bekommen Within a field of movement. in einem Feld von Bewegung. So this is the root nature of ignorance. Das ist die Wurzelnatur von Ignoranz. That whatever is manifesting is like the breath of space.
dass was immer sich manifestiert, eigentlich wieder Atem des Raumes ist. It's the way that spacious awareness shows itself. Das ist eine Art und Weise, wie sich raumhafte Bewusstheit zeigt, sich selbst zeigt. There is no thing to get. Es gibt dann nichts, was man bekommen könnte. What you get is thought construction. Was man bekommen kann, ist die Konstrukte von Gedanken. So hopefully you can see how that leads into that second level of ignorance, whereby we name everything. Hoffentlich könnt ihr erkennen, wie das zu der zweiten Stufe von Ignoranz führt, bei der wir alles anfangen zu benennen. So the mind itself is like a ball. Der Geist selbst ist wie ein Becher, eine Schale. A bowl made of the same material has no edges to it. It has no cracks or handles. Entschuldige, wie ein Ball. Und ein Ball, das aus einem bestimmten Material gemacht ist, hat keine Kanten, keine Ecken, keine Risse. And because of that, it has no top or bottom. Und deswegen hat es auch kein Unten und kein Oben. As you roll it around, any bit of it is the top. Wenn man einen Ball rollt, dann ist jede Stelle zu einem Zeitpunkt das Oben. But when you apply the concept to the ball, then it's as if you put a handle onto it. Wenn man aber ein Konzept auf den Ball anwendet, dann ist es so, als würde man einen Griff da dran machen. Now you know where you are. Jetzt wissen wir, wo wir sind. Because the shaping of the handle, like on a cup, shows you what's the top and what's the bottom. Denn die Form des Griffs, zum Beispiel bei einer Tasse, zeigt uns, was oben, was unten ist. And so this is how the second level of ignorance is operating. Und das ist die Art und Weise, wie die zweite Ebene von Ignoranz am Wirken ist. We tell the world what it is. Wir sagen der Welt, was sie ist. And this naming puts handles on everything. Und dieses Benennen schraubt sozusagen an jedes Ding einen Griff dran. This is a tree. Das ist ein Baum. This is a chestnut tree. Das ist eine Kastanie. This is a chestnut tree when the flowers are blossoming. Das ist ein blühender Kastanienbaum. And we get more and more detail. Und wir kriegen mehr und mehr Details. Handles which give us the capacity to get a better grip. Das sind Griffe, die uns sozusagen die Fähigkeit geben, einen besseren Griff zu haben, Zugriff zu haben. In colloquial English, we talk of somebody's name as being their handle. In Umgangssprache, in Englisch, sprechen wir von dem Namen von jemandem als deren Griff. Because when you get somebody's name, you get more you feel you have more access to them. Denn wenn wir den Namen von jemandem erfahren, dann haben wir das Gefühl, dass wir mehr Zugang, mehr Zugriff haben. And this increases our sense of confidence and potency in the interaction. Und das erhöht unser Empfinden von Zuversicht und auch Potenz in der Wechselwirkung. Now, there's not fundamentally anything wrong with this. It's not a moral fault. Und es ist nicht so, als ob da irgendwas grundsätzlich falsch daran wäre oder als ob das ein moralischer, ethischer Fehler wäre. But what it involves is a second order of forgetfulness. Aber was es impliziert, ist sozusagen eine Vergesslichkeit zweiter Stufe. So, in the first order of forgetfulness, the mind is open and spacious. And then there's what? And then a fixation in a thought. In the thought, we forget the spacious mind. We're just thinking about thoughts, about thoughts, about thoughts. Also die erste Ordnung von Vergesslichkeit ist, dass in dieser offenen Raumhaftigkeit diese Erfahrung von diesem Schock entsteht, wo wir fragen, ups, was ist das? Und dann fangen wir an, sozusagen Gedanken nach Gedanke darüber zu produzieren, was da geschehen ist. Und dadurch vergessen wir diese offene Raumhaftigkeit. Das ist die erste Ordnung von Vergesslichkeit. And what we forget is that the ego is constructed out of thoughts, feelings, sensations. Was wir dann vergessen, ist, dass das Ego aus Gedanken, Empfindungen, Gefühlen hergestellt ist. The ego is one aspect of the content of the mind. Das Ego ist nur ein Aspekt des Inhaltes des Geistes. But in our experience of being the ego says, I am the mind itself. I think. Aber in unserer Erfahrung, uns als das Ego zu fühlen, wir sind das Ego,
sagen wird, dass denkt das Ego, dass es der Geist selbst ist. Es sagt, ich denke, I walk, I talk. ich gehe, ich spreche. Now, at the moment, I'm talking. Im Augenblick spreche ich. But I'm not doing it from some internal James talking factory. Aber ich spreche jetzt nicht aus irgendeiner inneren James Sprechfabrik heraus. I mean, a factory produces reliable objects. In dem Sinne, dass eine Fabrik ja verlässliche Objekte produziert. The manager of the factory needs to know what's coming out at the end of the conveyor belt. Der Manager der Fabrik muss wissen, was am Ende des Fließbandes dann rauskommt. But I don't know what I'm going to say. Aber ich weiß nicht, was ich sagen werde. I find myself saying. Ich finde mich selbst im Sprechen, im Sagen. So I is coming after the fact of speaking. Das heißt, das Ich kommt nach der Tatsache des Sprechens. But say, I did it. Aber dann sagt es, ich habe es gemacht. I did it. But who did it? Ich habe es gemacht, aber wer hat es eigentlich gemacht? I did it. Ich. So what are you going to do next? Was machst du jetzt? Don't know. Ich weiß es nicht. I'll tell you when I know. Ich werde es dir sagen, wenn ich es weiß. This is how we live. Das ist, wie wir leben. You're walking down the street, you go for a walk, you don't know if are you going to walk fast or slow, on the left-hand side of the road, the right-hand side of the road, you don't know. Wir laufen vielleicht die Straße entlang, wissen nicht, wie es sein wird. Wir wissen nicht, ob wir jetzt schnell oder langsam gehen werden, ob wir links oder rechts gehen werden. Wir wissen es einfach nicht. If it starts to rain a little bit, you walk in a slightly different way. Your shoulders come up a little bit. Wenn es anfängt ein bisschen zu regnen, dann laufen wir auch in einer anderen Art und Weise. Unsere Schultern kommen vielleicht ein bisschen hoch. Should I keep walking or not? Soll ich weitergehen oder nicht? You are reactive. Wir sind reaktiv. So that's the first level of decontextualized ignoring. Das ist die erste Stufe des dem Kontext enthobenen Ignorierens. Now the second one arises on the second level of ignoring when you're naming everything. Und die zweite Ordnung, zweite Stufe erscheint sozusagen über der ersten, wenn wir anfangen, alles zu benennen. But then you ignore the fact that you are doing the naming. Und dann ignorieren wir, dass wir in der Tat diejenigen sind, die das Benennen machen. Out of the window I see a chestnut tree. Da aus dem Fenster kann ich einen Kastanienbaum sehen. That chestnut tree is there by itself. Diese Kastanie steht aus sich selbst heraus dort. That's how it feels to us. Das ist so, wie es sich für uns anfühlt. It is an object in the world which everybody knows is a chestnut tree. Das ist ein Objekt in der Welt da draußen, von dem jeder weiß, dass es ein Kastanienbaum ist. Birds don't know it's a chestnut tree. Aber Vögel wissen nicht, dass es eine Kastanie ist. Nor cats, nor worms. Auch Katzen und Würmer wissen es nicht. But it's a chestnut tree for human beings. Aber es ist ein Kastanienbaum für Menschen. So that would already indicate there is something about the human mind which is formulating that tree in a way which is specific to our species. Das würde schon anzeigen, dass etwas an dem am menschlichen Geist ist, was Dinge so formuliert, wie es spezifisch ist für Menschen. Cats don't see the tree in the same way. Katzen sehen diesen Baum nicht in der gleichen Weise. The bird is looking to see, is it a safe place to build a nest? Ein Vogel schaut vielleicht von oben und fragt sich, ist es ein sicherer Platz, um ein Nest zu bauen? It has a different set of criteria for evaluation of what is there. Es hat einen anderen Satz von Kriterien, um auszuwerten, was da ist. That's coming from the bird's mind, from the cat's mind, from the human mind. All das kommt aus dem Vogelgeist, aus dem Katzengeist, aus dem menschlichen Geist. Oh. Then maybe there isn't an objective chestnut tree. Oh ja, vielleicht ist da also gar kein objektiv vorhandener Kastanienbaum. Chestnut tree is an interpretation. It's how the world reveals itself to me given my sense organs and my cultural background.
Kastanienbaum ist lediglich eine Interpretation, es ist lediglich die Art und Weise, wie sich die Welt für mich selber enthüllt, auf der Grundlage, auf der Voraussetzung, wie meine Sinnesorgane funktionieren und welchen kulturellen Hintergrund ich habe. And the important thing here is, oh, the mind is implicated. Und das Wichtige daran ist, oh, der Geist ist wirklich beteiligt. The mind is not arriving after the fact of that being a chestnut tree. Der Geist ist nicht etwas, das nach der Tatsache ankommt, dass der Kastanienbaum schon da ist. But the movement of our mind is calling the chestnut tree into existence. Sondern es ist die Bewegung unseres eigenen Geistes, die den Kastanienbaum als solchen in die Existenz ruft. Now, this is a very strange idea, Eine seltsame Idee. because we are so used to the idea of the givenness, the intrinsic facticity of a chestnut tree there in the field. Wir sind so an die Idee gewöhnt, dass eine Gegebenheit ist, eine intrinsische, innewohnende Tatsächlichkeit eines Kastanienbaums da draußen im Feld. And what we are doing in that moment is we are ignoring the absolute presence of our mind in experience. That experience is mental. Was wir hier tun, ist, dass wir vollkommen ignorieren die absolute Gegenwärtigkeit unseres Geistes in der Erfahrung. Erfahrung ist mental. But it's not just mental. Aber es ist nicht einfach nur bloß mental. Look, this wall is here. Guck mal, die Wand ist doch hier. The wall is hard. When I hit the wall, I know it's hard because I feel pain. Die Wand ist hart und wenn ich die Wand schlage, dann weiß ich, dass sie hart ist, weil ich den Schmerz fühle. That's my proof that the wall is real. Das ist mein Beweis dafür, dass die Wand real ist. Oh, your proof that the wall is real is pain. Dein Beweis, dass die Wand real ist, ist der Schmerz. Is the pain in the wall or in your hand? Ist der Schmerz in der Wand oder in deiner Hand? And who's feeling the pain in your hand? Und wer fühlt den Schmerz in deiner Hand? You're feeling the pain in your hand. Du fühlst den Schmerz in deiner Hand. So the pain which is your experience proves to you that the wall is real. Das heißt, der Schmerz, der deine Erfahrung ist, beweist, dass die Wand real ist. The hardness of the wall is your experience. Aber die Härte der Wand ist deine Erfahrung. If there was a tank on the hill and they were firing a shell into the wall would not be very hard. Wenn da auf dem Hügel ein Panzer stehen würde und ein Geschoss in die Wand schießen würde, dann würde sich die Wand als nicht sehr hart herausstellen. The hardness of the wall is relative. Die Härte dieser Wand ist eine relative Angelegenheit. And it stands as relationship. Und sie besteht lediglich als eine Beziehung. The mind is everywhere. Der Geist ist überall. And whatever we experience is experience. Und was immer wir erfahren, ist einfach eine Erfahrung. Now often we say, I experience, when I look through the window, that there is a chestnut tree on the hill. Wir formulieren das aber oft so, ich erfahre, wenn ich da aus dem Fenster schaue, dass da ein Kastanienbaum auf dem Hügel steht. This kind of formulation is very alienating. Und diese Art von Formulierung ist sehr entfremdend. Because essentially I'm saying, I am having an experience about something. Denn was sie sagt, ist, dass essentiell ist, dass ich eine Erfahrung über etwas habe, oder von etwas habe. But what this view would say is, this is not correct. Aber mit dieser Sichtweise würde man sagen, das ist nicht korrekt. There isn't a something there prior to your experiencing. Es gibt nichts, was sozusagen vor deiner Erfahrung da ist. It is your way of experiencing which creates for you the illusory sense of the somethingness of whatever is there. Es ist deine Art zu erfahren, welche für dich die illusorische Empfindung von etwas da draußen erschafft. This might seem very abstract, Es könnte sehr abstrakt erscheinen, but actually it's very practical. aber in Wirklichkeit ist es sehr praktisch. Because if you think, I am living inside this flesh body, Denn wenn du denkst, dass du innerhalb dieses körperlichen, fleischigen Körpers lebst,
looking out of my eyes at the world that was there before I was born. Und aus meinen Augen schaue auf eine Welt, die schon da war, bevor ich geboren wurde. I am a finite entity that was born, is now living and will die. Ich bin eine endliche Entität, die geboren wurde, die jetzt lebt und dann irgendwann mal sterben wird. Then there's no need to talk about Buddha nature. Dann brauchen wir nicht über die Buddha-Natur zu sprechen. We have lunch in 20 minutes, something to look forward to. Wir werden in 20 Minuten Mittagessen haben und wir können uns schon jetzt darauf freuen. Buddha nature would say, you are not a thing. Aber die Buddha-Natur wird sagen, nein, du bist kein Ding. The felt sense of thingness, of being an individual, arises as mental formation. Diese empfundenes, sich als ein Ding, als etwas zu fühlen, entsteht als mentale Formierung. The thingness of the thing is an idea. Die Dinglichkeit des Dings ist lediglich eine Idee. Ideas arise from the mind. Und Ideen entstehen im Geist. There is no substance or essence in anything. Es gibt keinerlei Substanz oder Essenz in irgendetwas. This doesn't mean it's nothing at all, Und das bedeutet nicht, dass es nichts wäre, but rather it's appearance and emptiness, sondern, taste and emptiness, sound and emptiness. sondern es ist Erscheinung und Leerheit, Geschmack und Leerheit, Klang und Leerheit. So this second level of ignorance is very important because it's the evacuation of the mind from the world. Diese zweite Stufe der Ignoranz ist sehr wichtig, denn die bedeutet eine Evakuierung des Geistes aus der Welt. And in some ways it's like the creation myth in many world religions. Und in gewisser Weise ist das wie der Schöpfungsmythos in vielen Weltreligionen. God creates the world, Gott erschafft die Welt sets it all in motion, und versetzt sie in Bewegung. and then runs away and hides. Dann läuft er weg und versteckt sich. And everybody's dialing the number. God, are you there? Oh Allah, where are you? Und alle versuchen die Nummer anzurufen. Gott, bist du da? Allah, wo bist du denn? But he cut the wire. Aber er hat die Drähte durchgeschnitten. If you took that as a metaphor, we, according to the Buddhist idea, it's the same, except it's our mind which is doing this. Wenn man das als Metapher nimmt, dann gemäß den buddhistischen Ideen machen wir eigentlich genau das Gleiche, nur dass es eben unser Geist ist, der das macht. The mind, the activity of the mind creates all the nuanced differentiation that we experience, what we take to be inside, what we take to be outside. Die Aktivität des Geistes ist dasjenige, das all die Nuancen und Differenzierungen erschafft, die wir erfahren, alles, was wir für innerlich oder äußerlich halten. But then we forget that. Aber dann vergessen wir das. And we shrink back and look out at stuff Und dann schrumpfen wir zusammen und schauen das Zeug da draußen an. which we take to be self-existing. Zeug, das wir für selbstexistent halten. And yet without our presence, it wouldn't be there at all. Aber ohne unsere Gegenwärtigkeit wäre es überhaupt nicht da. Everything is the mind. Alles ist der Geist. This is a view which differentiates Buddhism from all the other worldviews. Und das ist die Sichtweise, die den Buddhismus von allen anderen Sichtweisen unterscheidet. It's not saying that the world is a hallucination. Damit wird nicht gesagt, dass die Welt lediglich eine Halluzination ist. What it's saying is how you experience the world depends on how you interpret it. Was es sagt, ist, dass die Art und Weise, wie wir die Welt erfahren, davon abhängt, wie wir sie interpretieren. So it's not an idealistic philosophy like Bishop Berkeley's that says everything is just created by the mind out of nothing. Es ist also nicht etwa wie die idealistische Philosophie eines Bischofs Berkeley, der sagt, dass alles durch den Geist erschaffen wird aus dem Nichts. It's not that something comes out of nothing, Es ist nicht, dass etwas aus Nichts rauskommt, but rather that the open mind's clarity is a ceaseless showing of the potential, of the energetic potential embedded in it, which arises as all the multifarious experience we encounter. es ist eher so, dass diese Offenheit des Geistes ständig sich offenbart als das Zeigen des offenen Potenzials von all den Dingen, denen wir
begegnen, als eine Schau oder ein sich ständiges Zeigen dieser Dinge, die sich zeigen, die eben erscheinen. And then, because of ignoring the role of the mind, we find ourselves as this reduced individual. Und weil wir eben die Rolle des Geistes dabei ignorieren, finden wir uns wieder als dieses etwas reduzierte Individuum, Surrounded by stuff which is other than us, umgeben von Zeug, das etwas anderes ist als wir selbst, but which we react to in terms of our feeling tone. zu dem wir aber dann reagieren gemäß unserer Gefühlstönung. As is set out in this general Buddhist idea of the 5 skandhas or the 5 heaps. So wie es eben in den allgemeinen buddhistischen Ideen unter dem Begriff der 5 Skandhas oder 5 Anhäufungen ausgelegt wird. There is a shape, a form, a sense of something, and then we like it or we don't like it. Da gibt es irgendwie eine Form, eine Gestalt im Sinne von etwas und dann gibt es dieses Mögen oder Nicht-Mögen. And we then interpret its value for us. Dann interpretieren wir dessen Wert für uns. And consolidate this with our many associations about that kind of thing. That is to say, we put it in a mental context. Und dann konsolidieren wir das durch die vielen Assoziationen, die wir über diese Sache haben können. Mit anderen Worten, wir bringen sie in einen mentalen Kontext. And this generates our conscious conclusion about it. Und dann erzeugt das unsere bewusste Schlussfolgerung über die Sache. All of which is mental. Und all das sind Mentalprozesse. But is presented from us to the world as I like this, I don't like this, I want this, I don't want that. Aber es wird von uns der Welt so präsentiert, als wäre es etwas, das wir mögen oder nicht mögen, wollen oder nicht wollen können. I think that was a terrible movie because the Stars' performance, you couldn't believe it. Ich denke, das war ein furchtbarer Film, denn die Darbietung, die Darsteller haben das unglaubwürdig gespielt. We come to a conclusion, we have an opinion. Kommt zu einer Schlussfolgerung, wir haben eine Meinung about something. Über etwas. So we're arriving after the event. Wir kommen sozusagen nach dem Ereignis an. And as we looked earlier, this is always the state of the ego, it's always after. Und wie wir schon zuvor angeschaut haben, das ist der Zustand des Ego. Das Ego kommt immer im Nachhinein. And as we'll come to look in the afternoon, Dzogchen is concerned with immediacy, with being present in the arising moment. Und wie wir nachmittags näher untersuchen werden, ist Dzogchen mehr damit befasst, sagen, in Unmittelbarkeit zu sein, in wirklich gegenwärtig zu sein in dem Augenblick des Erscheinens. So in this third level of ignoring, we're ignoring the context in which we operate. Und in dieser dritten Stufe des Ignorierens ignorieren wir den Kontext, in dem wir wirksam sind. And inside the very limited frame of my present concerns, und innerhalb dieses sehr begrenzten Bezugsrahmens meiner gegenwärtigen Aufmerksamkeit oder meiner gegenwärtigen Sorgen, I act in what I take to be my best interest. Und in diesem Rahmen handle ich im Sinne dessen, was ich für mein bestverstandenes Interesse halte. From that situation, when people are religious, they often have a notion of God. Aus dieser Situation heraus, wenn Leute religiös sind, haben sie oft eine Vorstellung von Gott. God is infinite. Gott, der unendlich ist. God is ungraspable. Der ungreifbar ist. God is pervasive. Der alles durchdringt. But the one thing that's sure is I'm not God. Und eine Sache, die sicher ist, ist, dass ich nicht Gott bin. So everything that theistic people say about God, Buddhists would say about the mind. Und alles, was die theistischen Leute über Gott sagen, würden die Buddhisten über den Geist sagen. The difference would be is that we are the mind. Der große Unterschied ist, dass wir der Geist sind. The ground of our being is this basic unborn ground. Und der Basis unseres Seins ist dieser grundlegende, ungeborene Grund. Moment by moment, we are participants in this emergent field of clarity. Und Augenblick für Augenblick sind wir Teilnehmer an diesem erscheinenden Feld von Klarheit. With our gestures and posture and breathing and thoughts evoked by circumstances. Mit an Gesten und Haltungen und Atemmustern, die durch die
sie ständig Augenblick für Augenblick zeigenden Umständen evoziert werden. We are not an individual apart from the world, Wir sind kein Individuum, das getrennt von der Welt ist, but we are dynamically participating in an evolving field. sondern wir sind dynamisch teilnehmend an einem sich entwickelnden Feld. And the key thing which is ignored in this third level of ignorance is our own infinity. Und der Schlüsselpunkt, der auf dieser dritten Stufe der Ignoranz ignoriert wird, ist unsere eigene Unendlichkeit. And at a time when, certainly in Europe, religions become less and less popular, Und in dieser Zeit, in der in Europa die Religionen immer weniger populär sind, there is more and more fixation on just one life. gibt es mehr und mehr Fixierung auf eben diesem einen Leben. When I die, that's the end. There's nothing. Wenn ich sterbe, dann war es das, da gibt es nichts. Because I know if I leave a tomato for long enough, it will rot and become just a sticky mess on the plate. Denn ich weiß, dann, wenn ich eine Tomate lange genug sich selbst überlasse, dann wird sie verrotten und eine klebrige Masse auf dem Teller sein. I had the tomato plant in a little pot on my veranda. Ich hatte eine Tomatenpflanze in einem kleinen Topf auf der Veranda. I watched the flower, I watched the green tomato, then it turned red, and now it's this mess. Ich habe die Pflanze beobachtet, die Blüten, die grünen Tomaten, und dann sah ich rote Tomaten, und jetzt habe ich diesen Müll da auf dem Teller. This is the same for me. Das Gleiche wird für mich zutreffen. When I die, my body will start to stink, so people will bury it or put it in a hole in the ground. Wenn ich sterbe, dann wird mein Körper anfangen zu stinken, dann werden die Leute das irgendwie in einem Loch im Boden vergraben. And that's the end of me. Und das ist das Ende von mir. There is nothing to continue. Es gibt nichts, was sich fortsetzen würde. So this is the conceptualization of the finite individual. Das ist die Konzeptualisierung dieses endlichen Individuums. But the view in Dzogchen is that this particularity is a patterning of the energy which is the display of the ground nature. Aber diese Sichtweise des Dzogchen ist, dass diese Besonderheit hier, diese Spezifizität hier, ist nichts als eine Manifestation des Spiels der Grundnatur. We are both infinite and finite. Eine energetische Manifestation dieser Grundnatur. Und wir sind unendlich und endlich zugleich. On one level, I am this body, Auf einer Ebene bin ich der Körper. and when this body is dead, then of course it needs to be disposed of. Und wenn dieser Körper tot ist, dann muss man ihn loswerden, natürlich. But I am not only this body. Aber ich bin nicht nur dieser Körper. I am also the unborn awareness, which is the clarity which shows the precise facticity of this embodied being. Ich bin auch zugleich die ungeborene Bewusstheit, die sozusagen die Klarheit ist, die Faktizität dieses Seins auch zeigt. Moment by moment, we are energy emerging from the ground. Augenblick für Augenblick sind wir auch Energie, die aus dem Grund entsteht. Although we conceptualize ourselves as if we were an independent monad, Obwohl wir uns selbst als eine unabhängige Monade vorstellen, when we talk, our words are coming out of emptiness. wenn wir sprechen, kommen unsere Worte aus der Leerheit. When we walk, the movement is occurring as contraction and expansion in emptiness. Wenn wir laufen, dann erscheinen unsere Bewegungen wiederum als eine Zusammenziehung und Erweiterung in Leerheit. And at the moment of death, the mind energy relaxes and dissolves back into spaciousness, and then another wave arises out of spaciousness. Und im Augenblick des Todes entspannt sich die Energie des Geistes in der Grundraumhaftigkeit, und dann kann eine neue Welle von Energie aus dieser Grundraumhaftigkeit entstehen. And this is not such a strange idea, Und das ist eigentlich keine so seltsame Idee, because the continuity of your sense of self is in fact based on the absence of a true basis of that sense of self. denn die Kontinuität unseres Empfindens, unseres Selbst, basiert genau auf dieser Abwesenheit einer tatsächlichen
eines tatsächlichen Sinnes von Selbst. Since you were born, you have been many different people. Seit wir geboren wurden, waren wir viele verschiedene Leute. Your body has changed incredibly. Der Körper hat sich unglaublich verändert. The kind of thoughts you have changed. Die Art von Gedanken hat sich verändert. Feelings, sensations. Gefühle, Empfindungen. We say, this is my body. Wir sagen, das ist mein Körper. But it exists in this way due to the particular luck of our existence. Aber es existiert in der Art und Weise, in der existiert aufgrund von einem bestimmten Geschick unserer Existenz. Some people our age have already died. Einige Leute, die in unserem Alter sind, sind bereits gestorben. None of us can say definitely how long we're going to live. Keiner von uns kann definitiv bestimmen, wie lange er leben wird. Although I say it's my life, on this fundamental level, I'm not in charge of it because I can't even say when it will end. Obwohl ich sagen kann, das ist mein Leben, kann ich sehen, dass ich eigentlich gar nicht wirklich dieses Leben beherrsche, denn ich kann nicht einmal sagen, wann es beendet wird. I can look in my passport and it tells me the date when the passport expires. Ich kann in meinen Pass schauen und dann kann ich das Datum sehen, wann der Pass seine Gültigkeit verliert. The identity I have in my passport is more reliable in its predictability than me, how long I'll be here. Die Identität, die ich in meinem Pass habe, ist zuverlässiger als die tatsächliche Identität. Ich kann nie sagen, wie lange ich leben will. So, when we say I, me, myself, wenn ich also sage ich, mich, mein Ich, the fantastic utility of these terms is grounded in their absence of fixed content. Ist die fantastische Nützlichkeit dieser Begriffe begründet in der völligen Abwesenheit irgendeines Inhalts. I allows me to say everything. Das Ich erlaubt mir alles zu sagen. Happy, sad, hungry, thirsty, whatever it would be. Glücklich, traurig, hungrig, durstig, alles was es sein mag. I is only definitive of the content of the moment. Dieses Ich ist sozusagen nur bestimmt im Kontext des Augenblicks. If it's referring to sensation. Wenn es sich auf Empfindungen bezieht. Or it's referring to some abstraction. Oder es bezieht sich auf irgendeine Abstraktion. I am Scottish. Zum Beispiel, ich bin Schotte. Doesn't mean anything. Das bedeutet nichts. It means something, but it's non-definitive of me. Natürlich bedeutet es irgendetwas, aber es bestimmt sicherlich nicht, wer ich bin. I don't wear a kilt. Ich trage kein Kilt. And I only eat haggis once a year. Ich esse Haggis nur einmal im Jahr. So, being Scottish or being German or being from Bavaria, whatever it is, what is it? Also schottisch zu sein oder Deutscher zu sein oder Bajuware zu sein, was ist es denn letztlich? Saying I allows us to align with or merge with these meaning bubbles. Wenn ich sage, dann erlaubt uns das eben mit diesen Blasen von Bedeutung zusammenzuschmelzen. And in the course of our lives, we have inhabited millions, billions of bubbles. Und im Verlauf unseres Lebens haben wir schon Millionen und Milliarden von solchen Blasen bewohnt. All the different experiences you had. All die verschiedenen Erfahrungen, die wir hatten. If you remember being a child and having your mum wash your hair. Wenn wir uns vielleicht daran erinnern, wie wir ein Kind waren und wie unsere Mutter unser Kopf gewaschen hat. The soap in my eyes, oh, I don't want it. Das Seife in meinen Augen, ich will das nicht. We don't do that anymore. Das machen wir nicht. But that was very real at one time. Aber zu dieser Zeit war das sehr, sehr real. So, that was me. Das war ich. But it's not me. Aber jetzt ist es nicht ich. How come I could be so fully that in that experience? Wie kommt es, dass ich so vollständig das sein konnte in meiner Erfahrung? And then it's gone. Und dann ist es vorbei. All the contents of all the selves that we have been have gone. All die Inhalte von all den Selbsten, die wir schon waren, sind alle vorbei, sind gegangen. They were experience. Sie waren Erfahrungen. Experience means it's here, but it's ungraspable. Und Erfahrung bedeutet, sie ist da, aber sie ist ungreifbar.
It's impactful, Und sie hat einen Einfluss, but it's coming and then gone. aber sie kommt und geht. You get the water, then you're out the bath, then you're dried, you get a bit of chocolate, you're quite happy. Kommen raus aus dem Wasserdamm, wir trocknen uns ab, kriegen vielleicht ein bisschen Schokolade und schon sind wir wieder glücklich. Life goes on. Und das Leben geht weiter. That moment, fully inhabited, is like a burst bubble. Something else is down there. Dieser Augenblick, der vollständig bewohnt war, ist wie eine Blase, die plötzlich geplatzt ist und etwas anderes ist da. If you look at your own life, just reflect on it. You can reflect on what's happened today. Everything is arising and passing through this space of open awareness. Wenn wir unser Leben reflektieren, alles, was sich ereignet hat, oder auch nur die Ereignisse dieses Tages hier reflektieren, sehen wir, dass alles sozusagen aufgekommen ist und vergangen ist durch den Raum dieser Bewusstheit. And when we say I, it's referring to this point of entry into the openness of the mind. Und wenn wir Ich sagen, dann bezieht sich dieses Ich im Grunde genommen auf den Eintrittspunkt in die Offenheit des Geistes. But in our ignoring of that openness, we misconstrue I as if it's referring to some defined essence inside ourselves. Aber in unserer Ignoranz diese Offenheit interpretieren und verfälschen wir die Idee des Ichs, als ob es sich auf etwas beziehen würde, das auf eine Substanz und Essenz in uns selbst sich beziehen würde. But if you look, you can't find any essence. Wenn wir aber schauen, können wir keine Essenz finden. So, we have a break now for lunch and then meet together at 3 o'clock. And then we'll start to do some meditation practice to give more concrete experience of what's been described so far. Wir haben jetzt eine Pause bis 3, um 3 treffen uns hier und dann werden wir mehr Meditationspraktiken machen, die uns eine konkretere Erfahrung davon vermitteln sollen, was bis jetzt besprochen wurde. And we have here available in this magic box some copies of the German edition of a book that is the collected writings of Chimid Riksin Lama, a teacher I studied with for many years. It's a very, I think, interesting book. It covers a wide range. I would like. And the best thing about the book is it's wrapped in plastic, so you have to buy it before you look inside. Have you faith? Okay, so we meet back at 3. Und es ist ein Vorabdruck, das noch nicht der Preisbindung unterliegt und deswegen nur 30 € kostet, statt dem 35 €, die es im Buchhandel kosten. Wow! Wow! Rising excitement.